Hallo und willkommen beim YouTube-Channel von Paradox. Heute habe ich mich hier im wunderschönen Gewölbekeller von der Scherbe in Graz mit Illuminata eingefunden und werde ein bisschen mit den 5 Mitgliedern über einen großen Meilenstein in ihrer Karriere sprechen, nämlich über ihr 10-Jahres-Jubiläum. 10 Jahre, eine ganze Dekade voller aufregendem und durchaus auch erfolgreichem Bandleben liegen jetzt schon hinter euch. Werdet ihr da ein bisschen sentimental oder was sind so die ersten Gefühle, die in euch so hochkommen? Ja, ganz lustig eigentlich, weil so sentimental bin ich eigentlich das erste Mal geworden, wie ich mir so die ersten Bandfotos von ungefähr vor 10 Jahren wieder mal durchgeschaut habe. Also so wirklich die Anfänge, auch teilweise noch mit anderen Mitgliedern, und da denkt man schon, ja, es war einfach irgendwie insgesamt eine coole Zeit. Also ja, also durchaus ein bisschen Sentimentalität auch dabei. Auf der anderen Seite ist es sehr erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Also wenn man die Fotos sich anschaut, die der Lukas gemacht hat, und dann wird man sich bewusst, das waren jetzt wirklich 10 Jahre. Das kommt einem gar nicht so lang vor, wie es dann im Endeffekt war. Was, wenn ihr zurückdenkt, ist gleich geblieben? Was hat sich verändert? Ja, damals war es auf jeden Fall ein bisschen wilder alles, also man wird halt auch älter. Mehr Alkohol. Genau. Man hat halt dann auch irgendwann gemerkt im Laufe der Zeit, dass es halt nicht immer nur mit Leichtigkeit geht, sondern dass man halt auch dahinter sein muss und sich anstrengen muss. Ich meine, wir sind eigentlich, glaube ich zumindest, immer nur recht locker und mit Spaß bei der Sache dabei, also so ist es nicht. Aber ja, man wird halt eben auch älter. Und der Professioneller. Okay. Versuchen wir die Dekade vielleicht einmal ein bisschen zu umreißen, und zwar habe ich mir da was einfallen lassen. Es wird jetzt so eine schnelle Runde. Und zwar, ich stelle euch eine Frage oder gebe euch irgendein Stichwort, und nach der Reihe nach, fangen wir bei dir gleich an, sagt mir jeder, was ihm als erstes dazu einfällt. Seid ihr bereit? Bereit. Okay. Highlight der letzten 10 Jahre? Ja, CD-Release vom letzten Album. Das Reißen der Gitarrenseiten beim Konzert in Innsbruck vom Lukas, also beim Konzert. Es waren 2 Gitarrenseiten gleichzeitig oder so? Zweimal die gleiche. Orchesteraufnahmen in Prag. Das Crowdfunding-Video zu machen. Schließen wir die letzten 2 an. Also es ist entweder zwischen den Orchesteraufnahmen in Prag oder dem Crowdfunding-Video. Das war beides. Jetzt muss ich natürlich nachhaken, was war so unvergesslich beim Crowdfunding-Video? Der ganze Dreh war einfach unvergesslich, hat mit den Vorbereitungen angefangen von der Organisation eines riesengroßen Greenscreens, das man ja so gut wie nicht kriegt, bis hin zu ungefähr 50 Takes, bis wir die Aufnahme mit den Sesseln drinnen hatten. Sitzen und nicht lachen. Zu 5 vor allem, alle 5 dürfen nicht lachen. Und kein Geräusch machen eigentlich, also... Genau, also das war... Es ist einfach die Art von unvergesslich, wenn 5 Leute zusammenkommen und irgendwas Großes versuchen zu machen, wovon eigentlich keiner davon Ahnung hat. Aber es ist was Gutes dabei rausgekommen. Ja. Was sehr lustig ist. Ja. Eine so eine Runde hätte ich noch, und zwar bewegendster Moment. Das war wirklich Orchester in Prag. Okay. Ich würde auch sagen, so die ersten Töne, die vom Orchester gespielt wurden. Ja. Ebenfalls. Bei mir war es ein bisschen das Release-Konzert vom Album, beziehungsweise die Präsentation im Kino. Also das auf der Kinoleinwand sehen war schon wirklich atemberaubend. Aber bei mir ist es ein bisschen so, jedes Mal, wenn ich die Sachen wieder höre, ist es ein bisschen so. Also ich komme nie ganz aus. Also die Sentimentalität ist dabei. Gefeiert habt ihr eure 10 Jahre schon gebührend mit der Jubiläumsshow im Explosiv in Graz am 28. Mai. Wurden alle eure Erwartungen an die Show erfüllt? Wie ist für euch das Gefühl gewesen? Ja, im Großen und Ganzen schon. Also es war von den Leuten her super, es hat vom Organisatorischen alles passt, also wir waren haben das ja selbst organisiert, und von dem her was wir halt auch uns eigentlich gewünscht haben, ein sehr gemütlicher Abend, auch mit vielen bekannten Gesichtern. Viel besser hätte es nicht laufen können. Doch, es hätte um 10 Grad kühler sein können. Ja, das war das Einzige, was wirklich ein Manko war, aber sonst war es super. Sehr schön. Vielleicht bleiben wir gleich bei Shows generell. Ein Illuminata-Konzert ist ja nicht nur eine Aneinanderreihung jetzt von Songs vor Publikum, sondern ihr habt ja dabei Kostümierung, Special Effects, Dramaturgie sogar. Was fasziniert euch jetzt eigentlich so an eine Bühne so zu gestalten, wie ihr es macht bei Konzerten?
Ja, also ich denke, ich erwarte mir das auch selbst immer als Konzertbesucher, wenn ich zu einem Konzert gehe. Die Lieder kann ich mir auf der CD auch anhören, aber es kommt dann halt schon das Visuelle auch dabei und dieser vielleicht Überraschungsmoment oder Aha-Effekt, dass ich dann wirklich, wenn ich dann als Besucher heimgehe, mir denke, hey, cool, die haben sich Gedanken gemacht, das war ein schöner Abend und das habe ich mir eigentlich nicht erwartet und ja, einfach so in die Richtung, dass man sich halt einfach was überlegt und immer wieder aufs Neue, ja, und somit die Besucher irgendwie zufriedenstellt in dem. Ja. Und das würde irgendwie auch nicht passen. Also ich sage mal, da ist so viel Bombast dahinter bei uns irgendwie und so viel drumherum und wenn dann alles ganz einfach ablaufen würde, weiß nicht, ja. Genauso auf ganz kleinen Bühnen passt es einfach auch nicht. Und solche Ideen kommen dann einfach ganz automatisch. Wenn man solche Lieder mal eine Zeit lang spielt, dann kommt man zu überlegen, okay, für das Konzert, das wäre vielleicht eine tolle Idee. Dieses Element oder da eine Tänzerin oder irgendwas auf der Leinwand oder solche Sachen, das kommt einfach ganz automatisch, glaube ich, wenn man das eine Zeit lang spielt. Wie viel Zeit investiert ihr so ungefähr in die Vorbereitung für so einer Show? Das passiert eigentlich relativ spontan, würde ich sagen. Ich kann auch sagen, für mich ist jedes Lied transportiert ja ein anderes Gefühl, hat irgendein anderes Thema, das es behandelt und es ist einfach oft so, für mich ist es in Rollen schlüpfen und zu manchen Liedern passen einfach bestimmte Kostüme auch und das ist einfach das, also dann kommt es noch besser rüber und das passiert eigentlich spontan eigentlich während dem Proben oder wenn man das Lied singt, fallen einem bestimmte Sachen ein und dann will man das halt... Ich meine, die Visuals vorbereiten ist halt ein Natürlich, Aufwand. ja, die Visuals schon, selber ja. quasi und ja. Wer ist also der Visualizer? Hauptsächlich, Okay. ja. Also Video macht immer er und ja. Was dazu kommt? Wir kritisieren es dann. Genau, ja. Und besser aus. Ihr macht ja eine Mischung aus Filmmusik und Symphonic Metal, Cinematic Metal. Wie seid ihr jetzt auf diese Richtung eigentlich gekommen? Also, oder war dieser Soundtrack-Anteil geplant oder ist das irgendwie passiert? Er ist schuld. Ja, wenn man sich so die ersten Anfänge anhört von uns, dann hat es mit Filmmusik noch nicht viel zu tun. Also es wird schon eher sagen, dass sich das einfach im Laufe der Zeit so entwickelt hat. Das hängt da mit meinen eigenen Interessen halt zusammen. Also ich habe irgendwann so im Laufe der Zeit halt auch immer mehr Filmmusik gehört und ja, es ist halt so wie bei vielen anderen Künstlern, glaube ich, auch das, was man halt selber gern hört und was einem gefällt, das versucht man dann auch in die eigene Musik einzubinden. Und ich glaube ja, dass wir vom Anteil an Orchester und wie das Orchester auch gesetzt ist und so, also dieser eher moderne Sound, vielleicht schon relativ exzessiv in diese Soundtrack-Richtung gehen. Also das eine könnte nicht ohne das andere so, also der Metal nicht ohne das Orchester, sonst wäre es einfach ganz eine andere Band. Also das ist bei uns so wirklich so, würde ich sagen, fast 50-50 oder sogar vielleicht ein bisschen mehr Orchester noch als der Metal-Anteil. Ja. Aber das war irgendwie immer so, quer durch die Bandgeschichte, dass wir nach jedem Album uns gesagt haben, und das nächste wird noch größer und noch epischer und noch mehr und noch besser. Und Ja, so sind wir halt irgendwie da genau. gelandet. Und was noch dazu kommt, ist ja, dass Filmmusik ja jetzt nicht nur also das typische Hans Zimmer Fluch der Karibik ist, sondern es ist ja mehr oder weniger ein bisschen Weltmusik. Das heißt, auch das haben wir versucht immer wieder mit einzubinden, also orientalische Sachen oder so eher, ja, keine Ahnung, ungewöhnliche Instrumente und in diese Richtung, also keltische Sachen. Ja, einfach quer durch die Bank. Also Experimentiert. genau, ja. Welche Art von Film sollte eure Musik featuren? Habt ihr irgendeinen bestimmten Film im Kopf, der da gut passen wird? Also bei mir ist es weniger unsere Musik jetzt zu einem bestimmten Film, aber ich denke, was wir uns alle schon einmal, worüber wir schon geredet haben, was echt toll wäre mal als Band einen Film zu vertonen. Mhm. Also einfach wirklich auf einen Film hin den Soundtrack zu machen als Band. Genau, so funktioniert ja eigentlich Filmmusik wirklich anhand von den Szenen. Dazu passen, glaube ich, ja, jetzt zu mehreren Stilen, also wenn man zum Beispiel Arbitrary Asylum hernimmt, was eher so in die Horror-Ecke geht, oder dann Entwined, was vielleicht eher zu Avatar oder so passt, also so jetzt dediziert einen Film würde ich nicht herausnehmen, aber
denke, dass es so an sich recht brauchbar wäre, tatsächlich als Filmmusik einzusetzen. Es sollte dem Bombast der Musik gerecht werden. Ja. Sehr schön. Also Blockbuster. Der Meister der Worte. Ja, gerade euer letztes Album hat ja eben diesen Orchestereffekt und Soundtrack-Effekt ziemlich hervorgehoben. Wie seid ihr dann wirklich auf die Idee gekommen, ein 60-Mann-Orchester dafür zu begeistern und nämlich dazu noch das tschechische Filmorchester? Wie ist die Zusammenarbeit da entstanden? Ja, schuld. Ja, das muss ich wahrscheinlich auf meine Kappe nehmen. Das war ein bisschen vielleicht mein eigener Ehrgeiz oder Antrieb. Und auch ein bisschen so der Hauptgrund dafür war, dass ich halt auch relativ lang schon mit so diesen Sample Libraries, also das Orchester quasi am Computer erstellt habe und eigentlich nie wirklich zufrieden war mit der Emotionalität. Also das ist trotzdem irgendwie alles programmiert und kommt nie auf die Performance halt von einem echten Musiker auch nicht nur annähernd dran ran. Und dann haben wir einfach gedacht, ja, also wir wollen emotionale Musik machen und es muss so gut sein wie möglich. Und dann haben wir uns gedacht, ja, dann echtes Orchester. Dann war halt eben die Frage, wie man das Ganze halt finanzieren soll. Und glücklicherweise haben wir anscheinend rund um den Globus genug Fans, die da bereitwillig uns unterstützt haben beim Crowdfunding, und so ist das Ganze dann eigentlich zustande gekommen. Und Gott sei Dank haben wir es gemacht, weil also das Ergebnis war wirklich, wirklich gut, und den Moment, den wirklich da in Prag zu stehen und dann spielt das Orchester los, das wird nie vergessen. Genau. Das haben wir alle nie vergessen. Ja. Da waren wir ihm dann sehr dankbar. Ja. Entstanden ist, wir haben halt einfach gefragt. Ne? So blöd, dass es klingt, aber das Ja, ist... genau, ja. Okay. Waren die gleich begeistert dafür oder hat es ein bisschen gedauert? Ja, man muss sagen, das ist halt ein Profi-Orchester, die nehmen jeden Tag irgendwo auf, und also es waren Musiker dabei, denen hat man es wirklich angesehen, dass es ihnen total taugt hat. Also die haben total mitgegroovt. Also ich denke, das hat den meisten schon Spaß. Es war technisch nicht ganz ohne für manche. Also Sie wollten ihn erwürgen und so. ja, Morddrohungen bekommen. Also ohne Geleitschutz darf ich nicht mehr nach Prag. Aber ansonsten ja, war es, glaube ich, auch für die Musiker vielleicht ein bisschen eine andere Erfahrung. Ja. Da fällt mir fast noch einer von den lustigsten Momenten ein. Wir filmen von oben das Orchester und du warst irgendwie in Sichtweite, und zwischen zwei Takes einer der Violinisten Das war nett, und wir haben ein Metronom eingespielt gehabt und irgendwie so dahingespielt, und dann, ja, hat ganz gut gepasst, und auf einmal sagt er durch, ja, war schön, aber doppeltes Tempo. Genau. Aber man muss sagen, die Leute, die dann so darauf reagiert haben, die sind nachher extra gekommen und haben dir gratuliert auch, oder? Zu der ganzen Arbeit. Was ist so die größte Herausforderung für dich, wenn du jetzt wirklich was für Orchester setzt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Den Metal unterzubringen. Ja, also natürlich, dass man es in Kombination mit der ganzen anderen Instrumentierung, also vor allem mit den Gitarren und Drums, irgendwie in Verbindung bringt, ohne dass das eine das andere irgendwie übertönt oder in die Richtung. Gerade auch so Kontrabässe und Bass, so dieses Zusammenspiel, dass das Ganze nicht in einem einfachen mulmigen irgendwas wird, ja. Also es ist definitiv ein bisschen anders, wenn man jetzt da für Metal mit Orchester setzt, als wenn man jetzt da nur Filmmusik für Orchester oder so schreibt. Also man muss auf gewisse Dinge halt ein bisschen mehr achten auf jeden Fall. Und kombinieren. Genau. Ja, gerade in Bezug auf Alben und Output seid ihr nicht gerade verhalten. Im Durchschnitt habt ihr wirklich alle 2 Jahre etwas von euch herausgebracht. Darunter durchaus eben 2 professionell gemasterte Alben. Lass mal kurz euren Output in Scheibenform ein bisschen wiedergeben. Kurze, schnelle Runde wieder. Was fällt euch als erstes ein zur EP Lacrima? Wer will anfangen? Ich war nicht dabei. Okay. Also das war der Durchbruch wieder. Keller Recordings, ja.
Ich war ebenfalls nicht dabei. Desgleichen, also ich war nicht dabei, aber ich kann mich erinnern, dass ich ein paar Mal bei euch im Proberaum gesessen bin damals und gerade angefangen habe zum Gitarre spielen, also es war nicht lang her und das ist ungefähr so, die tollen Musiker, die haben eine Band und das war unglaublich toll. Da merkt man dann wieder, wie weit man gekommen ist, wenn man da auf das zurückschaut. Okay. Ein Schritt weiter, From the Chalice of Dreams. Fang du an. Da warst du schon dabei. Ja, da war ich schon dabei, ja. Ja, das war einfach was Magisches. Das war das erste Mal irgendwas aufnehmen für CD auch noch. Und das war so vom Gefühl her, wie du in sowas reingehst, war das wahrscheinlich das intensivste von allen Alben, für mich zumindest. Ja, war es für mich auch, vor allem waren es stundenlange Keyboard-Aufnahmen, stundenlang, mit hunderten Sounds, glaube ich, so ungefähr. Da ist noch kein Orchester. Da ist noch kein Computer Orchester, gekommen. das ist alles eingespielt. Also das war schon echt aufwendig damals. Vor allem habe ich ja manche Sachen wie das Intro noch nie mein Leben zuvor gespielt. Das heißt, ich habe das dort das erste Mal dann so probiert, so okay, probieren wir mal, wie schaut's aus. Habe ich auch noch nie vorher gemacht. Das waren auch die ersten Studioaufnahmen am Klavier oder am Keyboard speziell. Für mich als Toningenieur war recht prägend so die ersten Versuche da im Abmischen zusammen mit dem Vater von Akasha, wo man dann stundenlang unten im Keller sitzt und am Snare-Sound schraubt und am Ende dann am Abend kurze Pause macht, 10 Minuten sich das wieder anhört und der Sound einfach so grottenschlecht war, also wenn man einfach nichts gemacht hätte bei der Snare, wäre es besser gewesen. Ja, lauter am lautesten, würde ich sagen, also vom Gesang zumindest. Also da ist nur Vollgas gegangen, da war kein Mittelding. Aber immer wieder lustig, wenn man so sich die Sachen anhört. Ja, war ich auch noch nicht dabei. aber die Sachen haben mir da schon recht gut gefallen von dem Album, also es sind schon ganz nette Sachen dabei. Ja, dann gehen wir wieder einen Schritt weiter. Mittlerweile sind wir im Jahr 2009 angekommen. A Frame of Beauty bei der EP. Wer möchte beginnen? Nicht dabei. Er macht es leicht. Da war, also die polnische Ballade war für mich so eine coole Sache, dass wir das gemacht haben, weil ich aus Polen komme und der Text von mir ist und auch dieses polnische, also so von den Akkorden, das sehr angelehnt ist an, das ist eine schöne, also an das singe ich noch immer voll gern und das ist ein sehr cooles Lied. Ist bei mir eigentlich auch, also das ist auch vielleicht die reduzierteste Komposition überhaupt, also nur mit 2 Gitarren und hat aber trotzdem irgendwie, mit dem Lied fehlt einfach nichts, also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es genauso machen und auch in Verbindung mit der polnischen Sprache ist das halt irgendwie vielleicht so ein bisschen eine Perle von unseren Sachen, ja. Vielleicht mit einem anderen Sound heute. Ja, klar. Ich kann mich an eine lange, aufwendige Coversuche von dieser CD erinnern. Die damals hat mir viel Energie und Zeit gekostet. Stimmt. Richtig. Das ist mir gut hängen geblieben. Ja, es hat ja irgendwie jede Band so ein Album, das irgendwie so ein bisschen durchwachsen ist oder eine Aufnahme und ich habe irgendwie den Eindruck von der EP, nicht weil das Material jetzt schlecht war, die Lieder sind super, aber einfach so nach Chalice of Dreams und vor A World So Cold, das sitzt irgendwie so in der Mitte und gehört weder zu diesem Amateurhaften noch zu diesem späteren, wo man dann sagt, so, damit bin ich jetzt wirklich zufrieden. Das sitzt irgendwie so in der Mitte und Ja, du hast schon angesprochen, A World So Cold ist dann das erste richtig gemasterte Album, erschienen 2011. Was vielleicht du dazu ein? Irgendwelche, auch bei den Aufnahmen vielleicht Momente, an die ihr da zurückdenkt speziell? Noch einmal stundenlange Coversuche, die noch viel komplizierter war damals. Ja, das war nicht so einfach.
mit Dave damals mit Brunnen suchen und welche Figur und wie und was und Dame oder Mann. Also das war ein Wahnsinn. Für mich war es dann vor allem live eine ziemliche Herausforderung, weil es das erste Mal so war mit Metronom spielen fix und eben ich weiß, hinten im Grunde der Harddisk läuft ja mit in der Orchesterparts und ich gewusst habe, okay, wenn ich da jetzt irgendwo daneben bin, ist alles vorbei. Und ja, das hat Nerven gekostet. Für mich war es vielleicht so der Moment, das Album dann zum ersten Mal fertig zu hören, also gerade so die Songs, die man zuerst nur vom Proberaum kennt und dann einmal so richtig gut gemischt, wo man alle Details raushört und so wie man es sich eigentlich vorgestellt hat. Es war eigentlich so das erste Mal in unserer Laufbahn, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein richtig professionelles Produkt und so wollten wir das. Ja. Und es war faszinierend schon am ersten Tag, wo es rausgekommen ist, an wie vielen Servern international das downloadbar war. Man denkt, okay, wer kennt uns, warum? Ja, da muss ich mich mit Luki anschließen. Also das war wirklich einfach das, wo man sich das erste Mal anhört und man sagt, und das ist wirklich genau so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Davor ist es halt ein bisschen so, ja, na, das ist voll super und die Mama sagt, das ist voll toll. Die besten Freunde. Genau. Aber das ist irgendwie ein bisschen Erwachsenwerden, blöd gesagt. Also das war wirklich so, wo man sich gedacht hat, okay, da hat man jetzt wirklich was Ernstzunehmendes fabriziert. Ja, wo man sagen muss, das war die erste Produktion, wo wir wirklich auch Geld rein investiert haben, also für die Produktion. Weil davor, das war halt alles im eigenen Keller und hobbymäßig und von dem her war vielleicht der Stolz auch noch ein bisschen größer, so jetzt haben wir unser erstes professionelles Produkt und eingeschweißt und genau, das war einfach so vielleicht nicht so selber eingeschweißt. Ja, genau, nicht selbst eingeschweißt, nicht selbst ausgedruckt, aber das war vielleicht so der erste Meilenstein in unserer Laufbahn. Ich glaube, gesanglich hat wieder die Zusammenarbeit mit meiner Schwester, also und auch die Herausforderung gesanglich, weil also mehrere Facetten zu zeigen und das war ganz sicher eine Herausforderung und ein riesiger Spaß. Mit Where Stories Unfold hätte ich auch eine schnelle Runde, allerdings vielleicht ein bisschen anders. Lieblingssong? Schnell soll es gehen, oder? Also, Down the Brass Ring. World Constructor. White Heart. Völlig wechselnd. Ich habe Den keine. kenn ich Ja, am Anfang war es Arbitrary, dann war es kurz White Heart, jetzt ist es. Was ist es jetzt? Das ist gut. Oh, ich weiß gar nicht. Arbitrary zählt, glaube ich, immer noch so als mein. Jetzt gefällt mir keins. Mein Liebling, so heimlicher Liebling. Ja, also bei mir ist das Brass Ring und Arbitrary Asylum, das ist so ein bisschen eine Hassliebe. Ich mag das nicht unglaublich gern und das ist, wie lange hat der Text im Endeffekt gedauert? Ein halbes Jahr, 3/4 Jahr. Das ist, ich weiß nicht, wie oft ich den weggeworfen und wieder neu angefangen habe. Also das ist so ein bisschen eine eigene Beziehung. Wenn man jetzt euren Durchschnittsoutput weiterrechnen würde, wäre euer nächstes Album eigentlich in 2 Jahren, 2018, fällig. Gibt es da schon irgendwelche Pläne oder? Lukas? Blicke wandern mal. Naja, also die Situation war eigentlich jetzt so, dass nach Where Stories Unfold haben wir eigentlich alle, glaube ich, ein bisschen eine kreative Pause gebraucht und auch uns erholen müssen von dem ganzen organisatorischen und diesem ganzen Music Business sozusagen. Ich bin jetzt dann auch ein Jahr studieren in Amerika. Also wird wahrscheinlich das nächste Jahr auch nicht wirklich Zeit dafür sein, aber ja, also ich schließe das auch nicht aus. Also Aber 2018 wird es vermutlich nicht. 2018 wird es ja nicht ausgehen. Es ist von unserer Seite auf keinen Fall vom Tisch. Genau. Wenn wir gleich vielleicht noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, so Illuminata in 10 Jahren, könnt ihr euch da vorstellen, noch weitere 10 Jahre gemeinsam Musik zu machen? Auf jeden Fall. Ja. Es hat 10 Jahre lang funktioniert, also soll es eigentlich auch weitere 10 Jahre funktionieren. Und wo würdet ihr euch zum Beispiel sehen? Was wären so Ziele, Träume, Wünsche? Ein Konzert mit dem Live-Orchester auf der Bühne. Ja, das wäre sehr nett. Ja, super. Wobei ich da immer gesagt habe, kacke ich mich an, was auch nicht so gut. Ja, vorwiegend bei mir einfach halt weiterhin auch Spaß natürlich haben am Musikschreiben überhaupt und auch
ja, dass wir so als Gruppe, wie wir jetzt zusammenarbeiten, uns auch weiterhin verstehen. Ansonsten vielleicht auch einige der weniger lustigeren Aufgaben an andere Leute abgeben. Also wenn man halt alles selbst macht, ist es auch nicht so das Wahre und das nagt halt auch sehr an der Substanz. Ja, das ist halt bei einer Band in der Größenordnung absolut so, dass man im Grunde alles selber macht. Ja. Vielleicht, was ich mir wünschen würde, auch vielleicht ein bisschen mehr Support oder Verständnis von gewissen Agenturen, Managements, dass sie da einfach prinzipiell ein paar Dinge ändern, dass es auch für die Bands leichter wird und vielleicht Musik auch ein bisschen mehr Wertschätzung von deren Seite wieder bekommt und man jetzt nicht nur immer diese Kohlemacherei sieht, sondern ja, genau. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs nette Gespräch und ja, einen schönen Abend noch. Danke fürs Interview. Is going to die.